Der Diktator Assad ist gestürzt. Wir fahren nach Syrien. Alles zerstört hier vorne. Sieht einfach nur zerstörte Gebäude. Markus, warum machen wir eigentlich immer die verrückten, dummen Sachen? Alter. Also ich bin mir recht sicher, dass da Sprengstoff drin ist. Und die Kinder spielen da vorne. Wir treffen die, die das Land jetzt kontrollieren. Inshallah, Syrien للجميع وراح يكون فيها حكم الإسلام هو حكم العدل. Aber daran glauben nicht alle. Can you feel the fear? Die Menschen haben uns alle vorhin erzählt, dass sie Angst haben und deshalb ab 5, 6, 7 niemand mehr draußen ist. Wie sieht das Land nach mehr als 10 Jahren Bürgerkrieg aus? Wir reisen über den Libanon nach Syrien ein. So, gerade in Beirut gelandet. Wir haben immer noch kein Permit. Unser Antrag für eine Drehgenehmigung müsste längst bearbeitet sein. Einreisen dürfen wir zum Glück trotzdem. Da ist unser Stempel. Aber wir hängen vorerst in Damaskus fest und dürfen nicht drehen. Als wir das hier sehen, halten wir dann aber trotzdem drauf. Wir sind hier spontan auf diesen großen Platz in Damaskus gekommen und hier sind überall Kämpfer der ja ehemals HTS, jetzt neue Regierung. Das sind die Sicherheitskräfte hier und die haben uns erzählt, dass sie hier quasi jetzt aufmarschieren, um Stärke zu zeigen. Sie drehen mitten im Stadtzentrum einen Videoclip. Klar, Bilder haben Macht. Die HTS ist eine islamistische Gruppe, die den Sturz von Assad angeführt hat. Sie hat die jetzige Übergangsregierung aufgestellt. Ihr Anführer ist jetzt Regierungschef. Die HTS hat ihre Wurzeln in einem Al-Qaida-Ableger. Sie hat sich aber vor Jahren von dem Terrornetzwerk losgesagt. In der EU steht sie trotzdem weiter auf der Terrorliste. In den USA nicht mehr. Die bewaffneten Kämpfer der HTS gehören jetzt zu den syrischen Sicherheitskräften. Strenggläubig und schwer bewaffnet. Wie geht es unserer Fixerin, wenn sie die vermummten Männer sieht? It's weird, especially that we're not very familiar with this new uniform. But until now, we didn't see anything wrong from them. They're looking for the stolen cars. They ask for the IDs, but in a very respectful way. They don't evaluate anyone. And in some villages, we heard about some incidents, but I didn't visit these cities. Aber genau solche Gebiete wollen wir besuchen. Gegenden, in denen den neuen Machthabern Diskriminierung, Gewalt und sogar Tötungen vorgeworfen werden. Aber vorher brauchen wir die Drehgenehmigung. Vielleicht ist es ein Machtspiel. Vielleicht herrscht nach dem Umsturz zu viel Chaos. Jedenfalls dauert es 3 Tage, bis es endlich klappt. Schnell ein Foto machen. Wir haben endlich unsere Drehgenehmigung. Und können auch entspannt mit den Menschen drehen, ohne halt angehalten zu werden von Kräften und verhaftet zu werden, weil wir keine Drehgenehmigung haben. Sehr cool. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen, unser Permit wurde offenbar extra so formuliert, dass es nicht für alle Gebiete gilt, in die wir reisen wollen. Aber jetzt sind wir erst einmal froh, loszukommen. Wir kommen in Djoba an, einem Vorort der syrischen Hauptstadt. Es ist total verrückt, es ist alles zerstört hier vorne. Es sind einfach nur zerstörte Gebäude. Aber komplett ausgebombt. Als wir anhalten, spricht uns ein Mann an. Abdulrahim erzählt, dass er 2018 von hier geflohen und jetzt in die Nähe zurückgezogen ist. هلا احنا بنحن بغزة النصر على الغصة اللي بقلبنا بس كثير بنحن لهالمكان يعني بيتنا وارضنا يعني بعد التحرير قبل ما نروح عند اهالينا جينا على ارضنا لون. How long haven't you been here? 6 سنوات ونص تقريبا. Djoba war im Bürgerkrieg eine Rebellenhochburg. Direkt vor der Hauptstadt Damaskus und damit zu nah an Assads Machtzentrale. Your whole old life is here under the rubble, or? تماما بشكل كامل يعني كلها الطفولة والشباب كلها تحت الردم. كان القصف همجي ما خرج، هذا قصف مو يوم ويومين يعني احنا من 2011 ل 2018 احنا دمار وقتل دمار وقتل. Das noch abgefahrener ist eigentlich, dass man halt wirklich einfach sieht, wie hier einzelne Stadtviertel platt gemacht wurden. Ja? Und wenn man im Falschen gelebt und gewohnt hat, zur falschen Gruppe gehört hat, dann war man halt in dem Bombenhagel hier. Und da vorne ist einfach der Rest von Damaskus. Da ist wieder die Moschee, da ist alles ganz, hier fahren die Autos. Krieg ist so absurd. Plötzlich hören wir Schüsse.
Auf den Dächern nutzen die Einwohner die Höhe, um auf Tauben zu schießen. Alter. Markus, warum machen wir eigentlich immer die verrückten, dummen Sachen? Salam alaikum. Adnan hat schon einen ganzen Schwarm vom Himmel geholt. والله مرأة يعني احنا صيادة من زمان. والطبخ؟ ناكلهم مساويهم كباب مساويهم شوي مساويهم. Is that necessary in this times because like the food situation is so bad, or is it just like a hobby? لا هواية فيها متعة يعني الصيد فيه متعة. Adnan lebt jetzt im Viertel nebenan. Auch sein altes Haus ist komplett zerstört. Neu aufbauen kann er es nicht, denn unter den Trümmern liegt ein weiteres Problem. Abdul bringt uns hin. Unter Jobar existiert seit dem Krieg ein riesiges Tunnelsystem. Die sind so groß teilweise. Er meinte, da waren zum Beispiel auch Motorräder drin. Es gibt aber auch Tunnel, wo Autos gefahren sind. Und die sind versiegelt worden von der Assad-Regierung. Aber hier ist einer offen. Da ist ein großes Loch und da springen wir jetzt rein und gucken mal, wie es unten aussieht. Sicher nicht die beste Idee. Auch wenn der Tunnelabschnitt gut in Schuss wirkt. يدويا يعني ببين معك علام الحمل الأزمة يعني أو الكريك هيك كله انحفر يدويا النفق. Die Tunnel haben die Rebellen während des Bürgerkriegs gebaut, um sich halbwegs sicher in der Stadt bewegen zu können. Und auch, um die Bevölkerung zu versorgen. Also das ist echt beeindruckend, wie die sich das gegraben haben. Die Tunnel sind aber auch der Grund, weshalb die Leute nicht anfangen können, Jobar wieder aufzubauen. Der Boden ist dadurch komplett instabil. Und auch jetzt noch brechen Tunnel und Häuser zusammen. Wir fahren weiter Richtung Norden, zu einem symbolhaften Ort. Diese gigantische Statue war die größte ihrer Art in Syrien. Die Menschen in der Atje reißen sie noch am Tag nach dem Umsturz nieder. Sie zeigt Bashar al-Assads Vater. Das war der Mann, der Syrien vor mehr als 50 Jahren in eine Diktatur verwandelt hat. Wir haben gerade die Drohne gestartet, als wir unterbrochen werden. Wir wollten gerade Drohne fliegen, dann haben sie plötzlich angehalten, kamen raus, mit AK in der Hand natürlich, einer sehr dunkel maskiert. Es wirkt immer erstmal sehr bedrohlich, aber die waren sehr nett und respektvoll zurückhaltend, haben nach unserer Genehmigung gefragt, die haben wir ihnen gezeigt, war alles in Ordnung, gesagt, ja, könnt ihr machen, könnt drehen, könnt auch näher ranfahren. Sie sind sogar bereit, ein Interview zu geben. Sie erzählen, dass die Lage ruhig ist. Es gibt vereinzelt Raubüberfälle. Außerdem suchen sie nach flüchtigen Unterstützern des Assad-Regimes. What is happening to the people who are supporting the former regime and now trying to flee, and when you catch them, what is happening to them? هلا أول خطوة إلقاء القبض عليهم، ثاني خطوة تقديمهم للقضاء. القضاء هو شو شغلة القضاء أنا ما في أحكي ولا بعرف يعني. أنا شغلتي قوة تنفيذية على الأرض. في عندي بلاغ على شخص بجيبه بقدمه للقضاء والقضاء هو بياخذ حكمه. So what kind of Syria do you wish now for? إن شاء الله سوريا للجميع وبنصلي وهي راية لا إله إلا الله. نحن هذا ديننا ومعتقدنا الإسلام الحقيقي ولا يزال إسلام الدواعش أو إسلام التشدد أو إسلام. نحن الإسلام تبعنا إسلام العدل وإسلام اليسر، لأنه ديننا دين الإسلام دين يسر، دين تسامح. وكل العالم يعني حتى المسيحي واليهودي وجميع ديانات العالم يعني تحت حكم الإسلام إن شاء الله بتكون حقوقها محفوظة بإذن الله تعالى. Die neue sunnitisch-islamistische Übergangsregierung gibt sich gemäßigt. Sie hat versprochen, religiöse Minderheiten zu schützen, hält das aber bisher nicht ein. In den letzten Monaten eskaliert die Gewalt gegen alawitische und schiitische Muslime, Christen und Drusen. Es gibt Anschläge, Massaker, Vertreibungen. Die Täter gehören zu den unterschiedlichsten Gruppen, die wohl auf eigene Faust handeln. In einigen Fällen aber sollen auch regierungsnahe Truppen beteiligt sein. Zu uns sind die Sicherheitskräfte immer freundlich. Sie fahren weiter, aber nicht ohne einen netten Hinweis, dass wir uns gerade an der Grenze des Bereichs befinden, für den unsere Drehgenehmigung gilt. Wir wollen rechts abbiegen in die Berge, in ein alawitisches Dorf. Wir dürfen aber nicht hin, haben wir herausgefunden. So. Well, they only give us permission to film in Homs, this city, without the countryside. Okay, so they kind of try to prevent that we just go there and report. Of course. Das sieht ziemlich danach aus, dass das Absicht ist, dass wir da nicht hin können und eben nicht das sehen oder finden können, was wir vielleicht
zeigen sollten, was dort passiert. Jetzt gucken wir mal, wir haben noch einen zweiten Weg am Laufen, ob der klappt. Wir fahren also erstmal in die Stadt Homs. Auch dort gibt es alawitische Viertel. Hier ist die Stimmung ganz anders als im Rest des Landes. Immer wieder passieren wir Checkpoints, viel mehr als in der Hauptstadt. Mitten in der Stadt entdecken wir eine verlassene Militärbasis und stoppen kurz. Are these weapons or what? Das ist eine Rakete. Also ich bin mir recht sicher, dass da Sprengstoff drin ist. Du kannst einfach reinlaufen, mitten in Homs. Und die Kinder spielen da vorne. Vorsicht. Jetzt, das ist gerade gefilmt. Das ist, der kleine Junge hat gerade das Projektil aufgehoben und das ist noch mit Kappe oben. Also das ist nicht explodierte Munition. Ich habe auch was sehr Dummes gemacht, das ihm aus der Hand genommen und da hingelegt. Aber sehr Schiss, dass es ihm in der Hand explodiert. In den vergangenen Monaten sind in Syrien hunderte Menschen durch nicht explodierte Munition oder zurückgelassene Minen verletzt oder getötet worden. Wir haben auf unserer Syrienreise auch mit Minenräumern gedreht. Ich habe irgendwie Schiss, von hier aus nur zuzuschauen. Schaut euch das Video gerne an. Wir fahren weiter in ein Viertel, in dem viele Alawiten leben. Die Religionsgruppe galt als Stütze des Assad-Regimes, denn auch er ist Alawit. Wir haben uns hier mit Ammar verabredet. Er ist alawitischer Journalist und soll Kontakt zu den Menschen herstellen. Aber unsere Kamera sorgt für Unruhe. Obwohl Ammar alles versucht, keiner möchte offen über die aktuelle Lage sprechen. Dann gehen wir mal. Man merkt schon, dass alle hier einen komisch angucken. Alle haben anscheinend Schiss. Sie sind ja gerade ziemlich aufgebracht, haben die reagiert. Also es wirkt tatsächlich so, als hätten dieses Stadtviertel oder viele andere Viertel hier auch, die haben einfach richtig Angst, dass ihnen oder ihren Angehörigen was passiert jetzt und nicht wissen, wie die Situation weitergeht. Wir versuchen es in einem anderen Viertel. Ammar lebt hier und kennt die Leute. Aber es bringt nichts. So they don't want to talk. They don't want to talk. Can you feel the fear? Ja. People are afraid. Can you? Also man spürt schon, dass die Leute nervös sind, wenn nicht sogar Angst haben. Also irgendwas geht vor und keiner will richtig reden. Trotzdem versammeln sich plötzlich immer mehr Menschen. Darunter eine Frau, die dann doch spricht. Sie erzählt, dass gerade erst ihr 26-jähriger Neffe beerdigt wurde. Am Tag vorher ist er auf seinem Arbeitsweg spurlos verschwunden. فكلياتنا اكتشفنا انه مخطوف يعني صرنا نسال الهيئه كل اللي حوالينا طبعا في حواجز ما بنعرف بجوز عالم غيرنا فصيلي غيرنا كل فصيله تقول فصيله بنفس النهار اجانا خبر انه روحوا لاقوه ببساتين الوعد مستشفى على الطبابه الشرعيه وهون عاد اكتشفوا انه مقتول طلق نار مع تعذيب واخذناه استلمناه وعلى المقبره هاي هي كل شيء عم يصير عنا مواطن مدني عادي لاعب كرة قدم ما له علاقة لا بسكين ولا بسياسي ولا بأي شيء هذا اللي عم يصير هذا الوضع شكرا لكم يا جماعة وعلوة بس توصل أصواتنا والله الرحمة بين العباد لا أكثر ولا أقل يا ناس الرحمة ما بعرف Verrückt, also die Gruppe wird immer größer, irgendwie haben wir echt was losgetreten. Jetzt wollen einige reden und sie erzählen alle schon, dass sie Angst haben und dass es unsicher ist. Auf jeden Fall haben sie alle Schiss und wollen abends oder nachts niemand mehr rausschicken. Wir können die Geschichte der Frau nicht überprüfen. Aber dass die Angst der Menschen begründet ist, zeigt sich nur 2 Wochen später. Assad-Anhänger greifen die Sicherheitskräfte der neuen Regierung an und töten rund 300 von ihnen. Darauf massakrieren regierungsnahe Kämpfer in mehreren Städten rund 1500 Alawiten. Die Opfer sind größtenteils Zivilisten. Kurz nach 7:30, hier in einem der alawitischen Viertel in Homs und die Straßen sind menschenleer. Es ist kein Licht mehr an quasi, ganz wenige Lampen, es gibt kaum Strom hier. Und die Menschen haben uns alle vorhin erzählt, dass sie Angst haben und deshalb ab 5, 6, 7 niemand mehr draußen ist. Und das stimmt, wie es gerade aussieht. Hier waren eben noch tausende Leute. Es war komplett belebt. Wir waren umkreist von Menschen. Und jetzt ist niemand mehr da. Als wir aus dem Viertel rausfahren, werden wir direkt kontrolliert. Und sind noch erleichterter als sonst, als wir durchgelassen werden.
Ja, schaut mal hier draußen jetzt, alles super hell beleuchtet, belebt und wir sind eigentlich ja nur ein paar Kilometer von dem einen Stadtviertel in das andere hier ins Stadtzentrum gefahren mit ein paar Checkpoints zwischendurch und schon sieht die Welt komplett anders aus. Hier ist alles lebendig wieder und so wie man es eigentlich auch kennt, irgendwie glaube ich von der arabischen Welt, von Syrien, dass eben abends noch richtig viel Leben auf der Straße ist. Unser Eindruck, Syrien ist auch nach dem Krieg ein teilweise unbewohnbarer und für viele Menschen gefährlicher Ort. Auch wenn zwischendurch alles wahnsinnig normal wirkt und die Menschen mitten im Chaos ihren Alltag leben.